Ich habe hier eine neue Aufgabe aus dem Bereich der technischen Mechanik, eine neue Übung, Grundlagen der technischen Mechanik. Und zwar sehen wir hier ein Schiff von oben und an diesem Schiff ziehen 3 Schlepper. Von 2 Schleppern sind die Kräfte bekannt, F1 und F2 und auch die Winkel. Und für den dritten Schlepper suchen wir sowohl die Kraft als auch den Winkel, für den Fall, dass sich eine resultierende Kraft von 10 kN in x-Richtung ergeben soll. Das können wir jetzt einmal ausrechnen, indem wir die Bedingungen in Gleichungen umsetzen. Wir schauen uns zuerst die x-Richtung an. Und zwar wissen wir, dass die Summe der Kräfte in x-Richtung 10 kN sein soll. Und sie setzt sich zusammen aus F1 mal Cosinus 60 Grad plus F2 mal Cosinus 45 Grad plus F3 mal Cosinus Alpha. So, das heißt, wir haben jetzt hier eine Gleichung, aber hier sind 2 Unbekannte drin, F3 und Alpha. Und deswegen reicht es noch nicht und wir brauchen noch die zweite Bedingung. Und zwar ist das die y-Richtung. Wenn die resultierende nämlich nur in x-Richtung wirken soll, dann heißt das ja, dass die y-Kraft in der Summe 0 ist. Das heißt, wir können einmal aufschreiben, Summe Fy ist gleich 0. Und die setzt sich zusammen aus F1 mal Sinus 60 Grad minus, weil nach unten wirkend, F2 mal Sinus 45 Grad und wieder nach oben, also positiv, F3 mal Sinus Alpha. So, jetzt sind wir schon einen ganzen Schritt weiter. Jetzt können wir im Prinzip umstellen und einsetzen. Das heißt, wir nehmen jetzt mal die Gleichung für die x-Richtung und stellen sie um nach F3. Dann kommt dabei raus 10 kN minus F1 mal Cosinus 60 Grad minus F2 mal Cosinus 45 Grad und das Ganze geteilt durch Cosinus Alpha ist gleich F3. So, das Ganze setzen wir jetzt für F3 in der y-Gleichung ein. Dann kommen wir dort auf 0 ist gleich F1 mal Sinus 60 Grad minus F2 mal Sinus 45 Grad plus, jetzt kommt der neue Term, 10 kN minus F1 mal Cosinus 60 Grad minus F2 mal Cosinus 45 Grad geteilt durch Cosinus Alpha. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht durcheinander kommen. Jetzt haben wir hier eingesetzt gerade, das heißt, hier hinten kommt noch einmal Sinus Alpha mal Sinus Alpha. So, das kann man jetzt auch anders schreiben, denn Sinus durch Cosinus ist der Tangens. Das heißt, wir nehmen das hier mal weg und ersetzen das durch mal Tangens Alpha.
Hier diesen Bruchstrich, den brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Aber was wir brauchen, ist eine Klammer. Denn es geht um diesen Term hier. Hübsch ist es jetzt nicht geworden. Wir versuchen das hier mal ein bisschen runterzuziehen. So sieht unsere Gleichung jetzt aus. Das heißt, wir können diese jetzt umstellen, um Alpha auszurechnen. Das heißt, wir holen jetzt erstmal das hier vorne rüber auf die andere Seite. Dann sind wir beim minus f1 mal Sinus 60 Grad plus f2 mal Sinus 45 Grad. Und jetzt kommt das Ganze geteilt durch 10 Kilonewton minus f1 mal Cosinus 60 Grad minus f2 mal Cosinus 45 Grad. So, und da drüben steht jetzt noch Tangens Alpha. Das heißt, also ich muss jetzt die Umkehrfunktion vom Tangens benutzen, den Arcus-Tangens. Das heißt, ich kann jetzt hier Arcus-Tangens von diesem ganzen Term ergibt Alpha. Jetzt müssen wir gucken, vielleicht kann ich Alpha hier rüberziehen. Ja, wunderbar. So, und damit habe ich jetzt eine Gleichung, die ich einmal so in meinen Taschenrechner eingeben kann, beziehungsweise wenn man keinen passenden Taschenrechner zur Hand hat, dann empfehle ich Wolfram Alpha. Das werde ich mir mal eben versuchen. Und dann einmal gucken, wie die Werte waren. Für die Kräfte F1 sind 7 Kilonewton, F2 sind 6 Kilonewton. So. So, ich habe das jetzt hier zwischenzeitlich einmal eingetippt, so wie wir das hier zu stehen haben. Und da kommt dann also ein Winkel bei raus im Bogenmaß minus 0,678 bzw. minus 38,87 Grad. So. Das sieht ja dann erstmal so aus, als wenn die Kraft nach unten verlaufen würde. Jetzt können wir auch noch einmal F3 ausrechnen. Indem wir diese Gleichung jetzt hier einmal auflösen. So, jetzt habe ich einmal die Gleichung für F3 eingegeben in meinen Taschenrechner und mein Ergebnis ist 2,899, also ungefähr 2,9 Kilonewton. Das kann ich jetzt auch einmal hier hinschreiben. Mein Stift ist gleich 2,9 Kilonewton. So, wir haben dann also ausgerechnet, dass unsere Kraft F3, die ist hier falsch eingezeichnet, denn sie liegt mit einem Winkel von 38,87 Grad in diese Richtung. 38,87 Grad und 2,9 Kilonewton. Das war's.